Wie sieht es eigentlich aus, wenn man auf dem Land in Laos wohnt? Wie manche von euch wissen, wohne ich außerhalb von Luang Prabang in einem Dorf, Ban Nok, wie die Einheimischen witzeln. Und hier gibt es nicht viel, aber das bisschen, was es hier zu sehen gibt, das zeige ich euch mal in diesem Video. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach mal dran. Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Wenn du das erste Mal bist hier auf diesem Kanal und wissen willst, wie es in Laos aussieht, was hier passiert oder vielleicht auch nicht passiert, dann bist du hier genau richtig und lass erstmal ein Abo da. Oder Iro? Was sagst du? Abo da lassen? Iro? Komm hier. So, gucken wir mal, was Iro sagt. Falls ihr ihn noch nicht kennt, hier kommt er. Iro? Sollen die Leute ein Abo da lassen? Ich denke, das ist ein Ja. Also, weiter geht's. Ja, wie gerade eingangs gesagt, lebe ich in Laos auf dem Land, außerhalb von Luang Prabang. Ban Nok, wie die Einheimischen es gerne nennen. Ban Nok bedeutet so viel wie Countryside. Also alles, was irgendwie weit weg ist, auch wenn es nicht wirklich weit weg ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und es ist gerade später Nachmittag, das heißt, Iro und ich, wir drehen gerade unsere Spätnachmittagsrunde. Und da habe ich gedacht, da nehme ich euch mal mit, so dass ihr einfach mal einen Eindruck bekommt, wie es in Ban Nok so aussieht. Wir sind hier erst einmal draußen vor unserem Haus, großes leeres Stück Land. Und auch die erste Realität in Laos auf dem Dorf, auf dem Land. Es ist ja nicht mal Dorf. Das Dorf ist ein ganzes Stück noch da raus. Das zeige ich euch vielleicht mal in einem anderen Video. Hier auf dem Land, das ist das hier. Ja, ein schöner Haufen Müll. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt Müll. Das gehört halt zur Wahrheit dazu. Das System hier, was die Müllentsorgung angeht, ist so semi. Es gibt eine Müllabfuhr. Allerdings müsste man dafür den Müll ins Dorf an die Hauptstraße bringen. Und da kommt dann halt die Müllabfuhr, ich glaube, einmal in der Woche und sammelt das dann ein. Es sei denn, jemand entscheidet sich zwischendurch, den Müll zu verbrennen. Das ist auch Teil der Wahrheit hier draußen. Wir gehen mal heute eine etwas größere Runde und dafür geht es dann erstmal den Berg hier rauf. Ja, zum Thema Müll ist halt auch schwierig. Also wenn der dann hier erstmal irgendwo abgeladen ist, dann ja, jeder hat hier irgendwie Hunde. Also ich habe auch einen, wie ihr gerade gesehen habt, und jeder Nachbar hat auch mindestens einen, quasi ja, zum Schutz des Hauses. Ja, die zerfetzen dann die Tüten natürlich und dann tragen sie es überall hier hin und dementsprechend kann es dann manchmal wüst aussehen. Ich habe hier neulich mal ein bisschen was eingesammelt, weil Iro, der arme Kerl, der hat mal eine gute Portion Styropor gefressen. Ja, das ist ihm natürlich nicht so bekommen und dann hat er am Tag darauf ordentlich gekotzt. Wir waren sogar im Restaurant und dann kam das alles raus. Ach, der arme Junge. Also habe ich dann im Restaurant erstmal den Mob geschwungen, mich unzählige Male entschuldigt und noch ein Trinkgeld dagelassen, sodass sie sehen, dass das ja, einfach ein Malheur war. Aber zum Glück kennen die mich da, sie kennen auch ihn und dementsprechend haben sie mir das jetzt nicht so krumm genommen und auch ihm nicht. So, jetzt sind wir gleich oben, so ein kleiner Hügel. Da kommen wir dann quasi auch noch direkt aufs nächste Thema. Wir befinden uns nämlich gerade am Ende der Burning Season. Burning Season bedeutet, dass traditionell zwischen Mitte März und April Ackerflächen geschaffen werden. Und die werden halt durchs Abbrennen dieser Flächen geschaffen. Halt eine sehr altmodische Methode. Ist halt Tradition hier, die auch weiterhin gepflegt wird. Anstrengende Zeit, weil die Luft dementsprechend natürlich richtig schlecht ist. Wer denn Probleme haben sollte, dem empfehle ich in dieser Zeit eher nicht hierhin zu reisen. Also ich bin da ganz schön am struggeln manches Mal. Also wir reden hier dann wirklich von Kopfschmerz, Halsschmerzen, juckende, brennende Augen.
ja, nicht so cool. Ich zeige euch mal, wie der Hügel hier aussieht. Alles runtergebrannt. Und das ist eigentlich keine Ackerfläche hier, das war ein Wald, noch bis vor, weiß nicht, 2, 3 Monaten. Alles weg. Also ist wohl damit zu rechnen, dass hier demnächst einmal irgendwie was angepflanzt wird. Ich vermute Cassava. Das ist aktuell der letzte Schrei hier bei den Bauern, weil das wohl sich gut nach China exportieren lässt. Ich glaube auch Vietnam, aber ich weiß es nicht genau. Ja, ziemlich unwirkliche Kulisse hier. Könnte man eigentlich mal ein Foto machen, weil es einfach so skurril ist. Oder Aero, sollen wir mal ein Foto machen? Das ist ein guter Hintergrund. Nee, das Licht ist besser auf der Seite, ne? Ja, machen wir so. Aero? Wir versuchen mal ein Selfie zu machen. Komm hier. Aero, komm hier. Ja. Aero. Selfie. Aero. Aero. Come on, burning season selfie. Come, selfie. Aero, come on. Selfie. Okay. Funktioniert gerade nicht so gut. Wir machen gerne halt mal Selfies. Davon findet ihr auch noch ein paar auf meinem Kanal. Könnt ihr mal reinschauen. Aber sein kleiner Freund ist gerade auch hier. Ja, sind halt Best Buddies und das ist halt cooler, als mit Daddy halt ein Selfie zu machen. Verstehe ich auch echt gut. Oder? Was sagst du? Ira? Selfie? Ja! Okay, war ein kurzes Selfie. Aber gut gemacht. Okay, gehen wir weiter. Ja, also vom abgebrannten Hügel, abgebrannten Wald gehen wir dann mal jetzt in den Teil vom Wald, der noch da ist. Ach, hier ist auch noch mal so ein Zeugnis von verbranntem Müll. Sieht so aus, als wären es mal Klamotten gewesen. Und rein in den Wald. So sieht's aus. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn hier so ein ganzer Wald brennt und ein Haus ist dann nur so, na, ich schätze mal 300 Meter entfernt und der ganze Rauch kommt rüber, die ganze Asche regnet dir quasi ins Haus, das ist schon abenteuerlich. Allerdings eine Sache, die ich mal gelernt habe, ich habe mal einen älteren Herrn getroffen, einen älteren Lauten. Hey Rob, komm mal. Der Ende der 80er in der DDR studiert hat, und zwar Forstwirtschaft. Schöne Grüße an dieser Stelle an Wien. Lange nicht gesehen, ich komme mal bald wieder vorbei. Und der hat mir erklärt, dass die Bäume hier nicht harzen. Und dementsprechend kann man die Feuer oft wesentlich besser kontrollieren. Weiß ich nicht, ob das jetzt so stimmt, aber ich habe da jetzt keine Expertise, aber ich meine, er schon. Bin mir sicher, er weiß, wovon er da redet. Und die Kontrolle der Feuer will ich trotzdem mal ein bisschen in Frage stellen. Also ich sehe hier manchmal wirklich riesige Feuer. Also wirklich, nur wenn ich mal mit dem Moped in die Stadt fahre oder abends aus der Stadt nach Hause fahre oder halt auch mit dem Fahrrad. Sind teilweise riesige Feuer. Also ich habe da drüben auf der anderen Seite des Flusses, das ist übrigens der Nam-Khan-Fluss, da ist zum Beispiel eine Tankstelle und ja, da hat es vor ein paar Tagen ordentlich gekokelt. Und das war jetzt nicht das erste Mal. Vor 2 Jahren habe ich das schon mal beobachtet und ich habe echt gedacht, im Moment brennt da die Tankstelle ab und es gibt eine riesen Explosion. Ist zum Glück nicht passiert, aber man macht sich ja trotzdem Sorgen. Damals, vor 2 Jahren, da haben meine bessere Hälfte und ich sogar die Feuerwehr angerufen, weil
das war wirklich sehr, sehr nah dran an der Tankstelle. Und wir haben uns halt einfach Sorgen gemacht. Und ihr glaubt nicht, was passiert ist. Wir haben da halt angerufen bei der Feuerwehr. Und ja, ist halt einfach mal keiner rangegangen ans Telefon. Kann man halt mal machen, ne? Glücklicherweise, dadurch, dass wir ja auch geschäftlich hier ein bisschen aufgestellt sind, haben wir ja auch einige Kontakte, auch zur Feuerwehr, weil die ja auch regelmäßig Schulungen machen bei Unternehmen halt, wie man jetzt einen Feuerlöscher benutzt und so weiter und so fort. Und dementsprechend haben wir dann unseren Kontakt versucht anzurufen, muss ich sagen. Der ist letztendlich auch nicht rangegangen. Ja, so läuft's. Wir haben es versucht. Wir haben es dann aus der Ferne beobachtet damals. Aber glücklicherweise ist nichts passiert. Ja, man sieht jetzt mittlerweile, wir sind jetzt am einen Ende des Dorfes. Hier sind einige Häuser. Ich würde sagen, das ruhigere Ende des Dorfes. Das andere Ende ist halt dann darunter und da ist dann halt auch die Hauptstraße, wo halt auch ein bisschen was an Verkehr ist. Das zeige ich euch dann vielleicht mal in einem anderen Video. Hier auch noch mal der abgebrannte Wald. Hier, Iro's best friend. Und da ist Iro. Hey buddy, where are we going? Down to the river? Okay. Wir gehen mal runter zum Fluss. Es war nämlich ordentlich heiß. Ich glaube, da freut er sich über eine kleine Abkühlung. Hier der Teil des Waldes ist ja nicht abgebrannt, aber man sieht, es ist halt alles wahnsinnig trocken. Also da braucht es dann auch nicht viel, dass das hier alles mal in Flammen steht. Einfach nur mal ein Funke, der von irgendeinem offenen Feuer rüberspringt. Viele Menschen kochen ja auch auf offenem Feuer vor ihren Häusern. Das ist nichts Ungewöhnliches. Oder einfach nur mal unachtsam eine Kippe weggeschmissen. Iro, come here, this way. Ja. Let's go down to the river, huh? Was natürlich super ist, wenn man hier draußen auf dem Land lebt, in Bannock. Ja, man kann halt mit dem Hund hier draußen rumlaufen. Ich brauche halt keine Leine, nichts. Ja, super entspannt für Iro und auch für mich. Und mal abgesehen davon ist er auch gut trainiert. Also habt ihr vielleicht schon gesehen. Er hört, wenn ich ihn rufe, erwartet regelmäßig. Und jetzt macht er gerade da vorne sein Geschäft. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Da gehen wir eben mal kurz eine Minute. Ja, hier haben wir mal wieder einen Müllsack. Wrong way, buddy. Let's go. Ja. Also das ist hier draußen quasi, ich nenne es mal Semi-Dschungel. Das Stück weitestgehend naturbelassen. Dann da drüben halt abgebrannt. Und dann da vorne das Dorf. Also es gibt halt auch viele Dorfbewohner, die den Dschungel nutzen zum Leben. Und die dann halt sich hier irgendwelche Sachen pflücken, irgendwelche Kräuter finden oder auch zum Jagen hier hingehen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen kurz. Hier geht es nämlich jetzt runter zum Fluss. Das ist einigermaßen steil. Für die Hunde natürlich super easy. Das ist easy für euch, ja? Für mich halt nicht. Ich bin ein alter Mann. Über 40 jetzt. So, muss ich mich noch mal festhalten hier. Nicht, dass ich mich lang mache. Ja, seht ihr? Da ist der Fluss, der Namkan River. Die beiden Jungs finden das natürlich super. Mal kurz ein bisschen sich abkühlen zu können.
lassen wir ihnen mal den Spaß, ne? So, also hier unten ist quasi richtig Strand. Hier so Sand, Gras, Strand. Eigentlich ganz nett, aber ihr seht es schon wieder. Ja, leider viel Müll. How is it, buddy? Ja, nice. Fluss findet er gut, Wasser findet er gut. Mittlerweile. Es hat eine Weile gedauert. Was gibt's da zu schnüffeln? Ist nicht mehr dein Territorium, ne? Schon fertig? Are you done? No more water? No more swimming? Zack, geht's wieder da hoch. Can you wait? Ja. Das ist ein kleiner Kollege. Ja, Sonnenuntergang über Namkan River. Das ist natürlich auch ganz nice, ne? Vor allem jetzt, wo der Himmel wieder blau ist. Ja, aufgrund der Burning Season war es halt wirklich bis vor 2 Tagen einfach nur grau. Also es ist wirklich so ein richtig dicker grauer Schleier. Halt Smog. Richtig fieser Smog. Aber es hat dann jetzt mal ein bisschen geregnet und dementsprechend wurde einfach mal die Luft ein bisschen gereinigt. Und der kleine Kollege spielt ein bisschen verrückt hier. Oh. Und jetzt wird um die Wette gerannt. Und Daddy darf hinterher klettern. Gut, dann gehen wir halt mal wieder zurück. Der Badespaß ist heute etwas kürzer ausgefallen, offensichtlich. Aber das ist okay. Solange der Junge glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. So sieht es hier aus. Einfach nur ein kleiner Trampelpfad. Alles sehr trocken hier. Ganz trockene Erde. Knüppelhart. Aufgrund der Dry Season. Wenn dann jetzt wirklich die Rainy Season losgeht, also voraussichtlich Mitte April, dann weicht sich das auf und dann wird auch alles wieder ordentlich grün hier. Und der Fußboden, da wird eine ganz andere Herausforderung. Denn es wird super lehmig. Das heißt, egal ob man zu Fuß unterwegs ist, Fahrrad, Moped, Auto, die Gefahr, dass man irgendwie stecken bleibt oder wegrutscht und sich richtig fies aufs Maul legt, die ist relativ groß. Das ist halt auch eine der Wahrheiten, wenn man auf dem Land hier draußen lebt. So, ins Dorf gehen wir jetzt nicht rein. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dann mache ich dazu noch mal ein anderes Video. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob euch das interessiert, wie so richtiges Dorfleben in Laos aussieht. Also ich rede hier nicht von Touristen-Hotspots, kein Luang Prabang, kein Vang Vieng, kein Vientiane, was auch immer, sondern so richtig echtes, authentisches Dorfleben. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann sagt Bescheid. Dann machen wir das mal. Hier nur mal kurz in die Runde geschaut, dass ihr zumindest schon mal einen ersten kleinen Eindruck bekommt. So sieht's aus. Wir gehen jetzt quasi den gleichen Weg zurück. Dementsprechend habt ihr erstmal alles gesehen von Iris und meiner Spaziergangrunde hier. Hier eigentlich wollte ich hier jetzt Schluss machen. Und wir sind auch schon wieder in der Nähe von unserem Haus. Da hinten. Aber ein anderer Hund aus dem Dorf da oben hat sich erdreistet, in Iris Territorium einzudringen. Ja, und den Kollegen hat er jetzt mal schön vom Hof geschickt. Ich glaube, ich gehe mal hin und sammle ihn wieder ein. Ach, da kommt er schon. Hey, Iro.
Na? Hast du Spaß gehabt mit dem Kollegen? So, jetzt soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hattet Spaß daran, mal einen kleinen Einblick zu bekommen, wie es hier draußen auf dem Land in Banok aussieht, außerhalb von Luang Prabang. Ja, wenn ihr das gut fandet, dann lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr halt immer noch dran seid, dann belohnt euch auch selbst mit einem gratis Abo. Einfach nur hier diesen Abo-Button drücken. Ist doch super, kostet nichts, tut auch nicht weh, versprochen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also entweder hier oder hier. Und zum Abschluss machen wir nochmal ein Selfie. Iro, Selfie! Ja, hat nicht so geklappt, aber Iro sagt auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und bis bald. Erstmal.